Die Scherenregion um Stockholm zählt zu den landschaftlich beeindruckendsten Regionen der Welt. Für eine Fährroute mitten durch die Insellandschaft wurde eine extra für dieses bemerkenswerte Fahrtgebiet konzipierte Fähre gebaut. Doch was zeichnet dieses Schiff aus? Wieso passt es so perfekt auf diese Route? Und wohin verkehrt das Schiff eigentlich täglich? Das alles und noch vieles mehr erfährst du in der heutigen Ausgabe Fährnews Spotlight. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende dran, um alles Wichtige zur Viking Glory zu erfahren. Bei der Viking Glory handelt es sich um eine sogenannte Cruise Ferry, also eine Fähre, die sowohl eine große Anzahl an Lademetern für den Fahrzeugtransport aufweist, als auch ein ganz besonderes Kreuzfahrterlebnis für die Fahrgäste bietet. Doch dazu später mehr. Die Viking Glory wurde am 3. Juli 2017 bei der chinesischen Werft Xiamen Shipbuilding Industry in Xiamen bestellt. Am 3. Juni 2019 fand die Kiellegung des ersten Rumpfsegments statt. 1,5 Jahre später, am 26. Januar 2021, erfolgte der Stapellauf des Neubaus. Ende Dezember 2021 wurde das Schiff dann an Viking Line übergeben und am 1. März 2022 in Dienst gestellt. Insgesamt hat der Bau des Schiffes 200 Millionen Euro gekostet. Die Viking Glory ersetzte die zuvor verkehrende Amorella, die im Oktober 2022 an Corsica Ferries Sardinia Ferries verkauft wurde. Wenn ihr mehr über den Verkauf der Amorella erfahren wollt, dann schaut euch gerne die Oktoberausgabe Fährnews aktuell aus dem Jahr 2022 an. Den Link dazu findet ihr in der Infokarte oben rechts oder in der Videobeschreibung. Doch zurück zur Viking Glory. Die Viking Glory ist 222,55 Meter lang, 35 Meter breit und weist einen maximalen Tiefgang von 7,15 Metern auf. Sie ist damit knapp 4 Meter länger und breiter als ihr 2013 gebautes Schwesterschiff Viking Grace. Beide Schiffe gehören zur Flotte der finnischen Reederei Viking Line und verkehren auf der Verbindung zwischen der schwedischen Hauptstadt Stockholm und dem finnischen Turku mit einem Zwischenhalt auf der Insel Åland. Tagsüber wird auf Åland Mariam und nachts Långnäs angefahren. Långnäs liegt 28 Kilometer von Mariam entfernt. Für Reisende ohne Fahrzeug wird ein Transferbus zwischen Mariam und Långnäs angeboten, der zurzeit 15 Euro pro Person kostet. Die Überfahrt zwischen Stockholm und Turku, bzw. von Turku nach Stockholm, dauert ungefähr 11 Stunden. Wenn ihr selbst einmal die Route zwischen Stockholm, Åland und Turku oder in umgekehrte Richtung nutzen möchtet, dann bucht euer Ticket für die Fähre doch gerne bei unserem Partner fähren.net. Hier seht ihr bei eurer Buchung außerdem auch direkt alle alternativen Überfahrtsmöglichkeiten, sollte eine Abfahrt einmal beispielsweise nicht in euren Zeitplan passen. Außerdem erhaltet ihr während des Buchungsvorgangs eine Preisübersicht der einzelnen Reedereien. Bei fähren.net könnt ihr so Fähren einfach online buchen. Den Link zu fähren.net findet ihr auch ganz oben in der Videobeschreibung. Die Viking Glory bietet Platz für bis zu 2800 Passagiere und 584 Pkw auf 1480 Lademetern. Der Rumpf der Viking Glory besitzt die Eisklasse 1A Super, kann somit bis zu 1 Meter dickes Eis selbstständig brechen und durchfahren. Die Fähre ist mit sogenannten Multifuel Engines ausgestattet. Das bedeutet, dass sie sowohl mit klassischem Marinediesel als auch mit LNG angetrieben werden kann. Dies geschieht durch einen Diesel- bzw. gaselektrischen Antrieb. Der Dieselmotor wird entweder mit Diesel oder mit LNG betrieben. Ursprünglich sollten zur Kraftstoffeinsparung an Bord der Viking Glory 2 24 Meter hohe Flettner-Rotoren installiert werden. Ein Pilotprojekt an Bord der Viking Grace zeigte jedoch keine ausreichend hohe Treibstoffersparnis, sodass auf eine Ausrüstung der Viking Glory mit Flettner-Rotoren verzichtet wurde. Wenn ihr mehr über das Funktionsprinzip eines Flettner-Rotors erfahren möchtet, dann schaut euch gerne unsere Ausgabe Fährnews Zukunft zum Rotorsegel an. Den Link findet ihr ebenfalls oben rechts in der Infokarte oder in der Videobeschreibung. Die Viking Glory bietet trotz ihrer primären Aufgabe des Personen- und Fahrzeugtransportes viele Leistungen, die so auch auf Kreuzfahrtschiffen zu finden wären. Die Viking Glory ist beispielsweise mit besonders großen Fenstern ausgestattet, damit die Passagiere das Åland-Archipel sowie die Scherenregionen vor Stockholm und vor Turku genießen können. Insgesamt 7 Restaurants und 3 Bars ermöglichen kulinarische Highlights an Bord. Neben kulinarischen Höhepunkten können sich Gäste auf umfangreiche Unterhaltung und einen großen Spa- und Wellnessbereich freuen oder im großen Duty-Free-Shop einkaufen. Bist
du schon einmal mit der Viking Glory oder der Schwester Viking Grace gefahren? Dann würden wir uns sehr über deine Erfahrungen in den Kommentaren freuen. Selbstverständlich darfst du aber auch, wie immer bei Fragen oder Anmerkungen, den Kommentarbereich nutzen. Wir hoffen, dir hat dieses Spotlight gefallen. Wenn du noch etwas über die größten jemals in Deutschland gebauten Fähren erfahren möchtest, können wir dir noch die letzte Ausgabe von New Spotlight empfehlen. Darin ging es um die beiden Schwesterschiffe Stena Britannica und Stena Hollandica. Wir wünschen dir viel Spaß dabei und bis bald.